Ja, seit heute Morgen durchsucht die Polizei bundesweit Wohnungen der letzten Generation. Das teilte die Gruppe selbst mit. In mehreren Städten finden die Durchsuchungen statt. Hintergrund sind die Proteste am 25. Juli am Flughafen Frankfurt am Main. Hier klebten sich die Klimakaoten unter anderem auf der Start- und Landebahn fest, mit massiven Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Darüber möchte ich sprechen mit Luisa Stange. Luisa, was sind da jetzt genau die Hintergründe? Was passiert auch heute bei diesen Razzien? Ja, die letzte Generation hat das selbst in einer Pressemitteilung mitgeteilt, hat gesagt, dass seit 6:30 Uhr hier Durchsuchungen bundesweit stattfinden in insgesamt 8 Wohnungen, unter anderem in Berlin, Halle, Leipzig, Freiburg und Mannheim. Und Hintergrund ist eben diese Blockade am 25. Juli am Flughafen in Frankfurt am Main. Da sind ja am frühen Morgen 8 Klimakaoten auf das Flughafengelände gelangt, haben sich dort auf Start- und Landebahn festgeklebt und mehrere Flüge mussten deshalb dann auch ausfallen. Und die letzte Generation spricht bei diesen Durchsuchungen von Einschüchterungsversuchen durch die Polizei. Unter anderem wurden laut der letzten Generation auch DNA-Proben genommen. Aber die letzte Generation hat hier in ihrer Pressemitteilung ja festgehalten, sie wird sich davon nicht abbringen lassen, mit ihren Blockaden weiterzumachen. Aber die Forderungen nach Konsequenzen sind nach diesen Blockaden eben groß, auch eben zuletzt da am Flughafen Frankfurt am Main. Zum Beispiel die Lufthansa hat auch gesagt, sie wird hier Schadensersatzforderungen von der letzten Generation geltend machen. Es ist eben der größte Flughafen in Deutschland, wo eben über Stunden keine Flieger landen und abheben konnten. Und die Summe, die da im Raum steht, ist über 1 Million Euro an Schadensersatz, was die Lufthansa da fordern möchte. Aber auch die Bundesregierung hat sich damit schon beschäftigt und hat Mitte Juli ja eine Änderung des Luftsicherheitsgesetzes auf den Weg gebracht. Hintergrund ist das Ganze, dass man hier nicht mehr nur einen Bußgeldstrafbestand hat, sondern einen Straftatbestand. Also dass man wirklich nicht nur mit einer Geldstrafe verhängt werden kann, sondern auch mit einer Freiheitsstrafe. Die sieht zum Beispiel jetzt vor, diese Änderung, dass man ja unbefugt auf das Flughafengelände sich Zutritt verschafft, man bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe bekommen könnte. Wenn man noch gefährliche Gegenstände wie Waffen mit sich führt, dann kann das Ganze auf 5 Jahre ausgeweitet werden. Aber das Ganze tatsächlich muss erst noch im Herbst im Parlament verabschiedet werden. Deswegen könnte es sein, dass die Klimakaoten, die sich jetzt hier in der vergangenen Zeit an mehreren Flughafen, nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Hamburg oder Köln festgeklebt haben, am Ende vielleicht sogar noch mal in der Hinsicht mit einem blauen Auge davonkommen könnten. Lisa, danke dir.